Pagani ist meiner Meinung nach ein sehr intelligenter Mann. Er baut wenige Autos. Er braucht nicht zu große Investitionen, weil die Mechanik kommt von AMG. Und er macht praktisch nur die Karosserien und die Entwicklung. Aber klar, dass die Entwicklung, wenn die mechanischen Komponenten kommen, dann schon von AMG sind schon getestet worden für mehrmals. Das ist auch meiner Meinung nach eine gute Idee. Kleine Stückzahlen. Also wenn ich Ferrari gewesen wäre, wäre ich noch nicht in größere Stückzahlen gewesen. 3.000, 4.000 Autos pro Jahr Maximum. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt und hier ist die neue Folge Alte Schule. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ferrari. Ein Name, der bei jedem Autofan in den Ohren klingt und hier natürlich bisher viel zu kurz gekommen ist, einfach weil es da diese Sprachbarriere gibt und ein italienischer Hersteller offenbar gerne auf italienische Ingenieure setzt. Umso mehr habe ich mich darüber gefreut, dass bei meinem heutigen Gast gleich 2 Leute geholfen haben, den Kontakt herzustellen. Einmal Niki Hasler, Ferrari-Händler aus Basel, und einen, den ihr hier schon kennt, der Fotograf Wolfgang Wilhelm. Und das Tollste an der ganzen Sache, Carlo Tazzioli war nicht nur für Vertrieb und Marketing bei Ferrari verantwortlich und hat dabei natürlich eng mit Enzo Ferrari zusammengearbeitet, sondern er hat auch hier noch zugesagt und spricht ein ganz charmantes Deutsch mit italienischem Einschlag. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich ihn in Modena besuchen durfte und er sich für mich Zeit genommen hat. Euch jetzt also viel Spaß mit meinem heutigen Gast, Carlo Tazzioli. Also ich bin in Modena geboren, 20 Kilometer von hier. Am 3. Oktober 1942. Und ich hatte die Familie von meinem Vater, die in Modena lebten, und zwar in einem Haus, welches bei Ferrari Hauptzentrum von Modena lag. Es war praktisch die Grenze von den Ferrari-Betrieb in Modena. Und als ich Kind beim Besuch bei meiner Großmutter war, habe ich immer im Hof von Ferrari Modena geguckt, um alle diese schönen Autos zu sehen. Ich glaube, dort hat die Krankheit angefangen. Was waren das für Autos, die damals aktuell waren? Damals waren sehr wenige Autos, weil Ferrari hat 1947 mit Bau vom Auto angefangen, und am Anfang waren praktisch nur Rennwagen, also wie die 125 oder die 166, alle diese Autos, die an Rennen teilgenommen haben, und zwar auch beim Le Mans und gewonnen. Haben Sie Motorsport da schon verfolgt? Also waren Sie auch Motorsport? Ich habe immer Motorsport verfolgt, weil ich wohnte in Modena, ganz in der Nähe von der Autodromo di Modena, wo alle Ferrari, Maserati Auto Probe gefahren wurden. Und als Student, wenn ich im Sommer praktisch sehr viel freie Zeit hatte, war oft am Autodromo, um die Autos auch auf der Piste zu sehen. Und habe auch damals viele Rennfahrer kennengelernt. Okay, wer war das? Rennfahrer, das ich damals kennengelernt habe, war auch Graf Berger von Trips, okay. Philil. Dann ich habe auch Alberto Scari und viele andere auch, Castellotti, alle Fahrer, die Generation von Fahrern, die damals wirklich das Leben in Risiko hatten. Und viele von diesen Leuten sind dann tödlich verunglückt. Ich hoffe nicht wegen mich, nur von Schicksal. Ja. Waren Sie Fan von einem bestimmten Fahrer? Ich war Fan von Ferrari mehr als von diesem Fahrer. Aber für mich ist immer wichtiger gewesen, dass Ferrari gute Performance hatte. Nicht der Fahrer. Natürlich, der Fahrer ist auch Teil von den Erfolg von dem Auto. Aber
Für mich war Ferrari. Ganz einfach. Ja, okay. Ich kann Ihnen erzählen auch eine andere Anekdote. Als ich mit der Schule fertig war, ich hatte eine kaufmännische Schule, nicht Universität, Hochschule, besucht und Fremdensprachen auch studiert. Und ich wollte mich mit der deutschen Sprache spezialisiert. Und ich habe ein Jahr in Deutschland gelebt und als Dolmetscher bei Rotem Kreuz gearbeitet. Das war 64, 65. Es waren die Jahre, wo die Bundesrepublik Deutschland an die italienische Regierung ein bisschen Geld gegeben hatte, um die Leute, die im Lager waren, zu entschädigen. Ja. Und ich habe damals in dieser kleinen Stadt gewohnt, die Arolsen heißt, in der Nähe von Kassel. Dort war auch ein gutes Institut, viele Leute vom Ausland. Jedes Mal, dass ich mit jemandem gesprochen habe, hat man immer gefragt, woher kommen Sie? Natürlich, alle Italiener, die dort studiert hatten, die waren entweder aus Rom oder aus Mailand, auch wenn die von anderen Ortschaften kommen. Ich habe immer gesagt, Modena. Modena, wo ist das? Sie sind Florenz und Mailand. Dann ich sagte plötzlich, Ferrari, Maserati, ach so, Ferrari, Maserati, dann war Modena bekannt. Ja. Hatten Sie da schon im Kopf, dass Sie beruflich mit Ferrari mal was machen würden? Oder das wäre mein Traum gewesen. Ja. Okay. Dann ich habe glücklicherweise die Möglichkeit gehabt, ein Gespräch mit Ferrari zu haben für eine Position in Verkaufsabteilung. Ein Familienfreund war Zulieferanten von Ferrari. Zwar er machte diese Neon-Schriftzüge Ferrari. Und eines Tages, er war in Modena, hatte eine Schriftzug geliefert und der Verkaufsdirektor hat ihn gefragt, ob er jemanden kannte, welche fremde Sprachen kennt. Er sagte, ja. Und er hatte für mich eine Vereinbarung, eine Verabredung gemacht. Ich bin dort gewesen. Ich habe viele Briefe von Französisch, Englisch, Deutsch auf Italienisch und vice versa von Italienisch auf Französisch, Deutsch und Englisch. Dann der Verkaufsdirektor sagte mir, ich hätte noch eine Bitte. Wenn Sie Zeit hätten, gibt er hier ein paar Deutsche, also ein Mann, ein Ferrari-Kunde mit die Gattin. Die haben das Auto hier für eine Revision gebracht. Das Auto wird heute Nachmittag fertig. Wenn Sie noch ein paar Stunden mit diesen Leuten sprechen können, wäre es sehr interessant für mich dann zu hören, wie Ihre deutsche Sprache ist. Natürlich, die 2 Stunden sind zum Ende 6 Stunden geworden, weil das Auto war nie fertig. Dann Ende von Nachmittags war Gott sei Dank das Auto wieder fertig, weil ich wusste nicht mehr, was ich erzählen sollte. Ist der Verkaufsdirektor mit den Schlüssel von der Ferrari-Auto von diesem Mann, sagte, Ihr Auto ist fertig. Er hat mich gedankt für die Zeit, dass ich mit den Leuten gespendet habe. Sagte, Sie hören von mir. Dann ich bin langsam weg. Aber ich habe ihm gehört, als er fragte, wie ist seine deutsche Sprache? Und der Kunde sagte, Moment, ist er kein Deutsch von italienischer Abteilung? Er dachte, ich war Deutsch. Einige Tage später habe ich von diesem Verkaufsdirektor von Ferrari einen Anruf bekommen. Er sagte, Herr Tassioli, ich bin froh, Ihnen zu sagen, dass Sie werden bei Ferrari arbeiten. Leider aber nicht bei mir, weil die Direktion will Sie in Maranello haben.
Dann ich habe einen Termin mit Maranello, mit der Personalabteilung gehabt und ich bin dort. Wir haben einen Vertrag geschrieben. Das war circa Ende November 66. Und dann der Personalchef hat mir gesagt, okay, Sie werden Ihre Aktivität bei uns Anfang Februar anfangen. Ich sagte, Moment, warum nicht Anfang des Jahres? Das habe ich nicht sofort verstanden. In jedem Fall, ich habe dann Anfang Februar bei Ferrari angefangen als Generalsekretär. Das ist eine sehr wichtige Name, aber die Wahrheit ist, dass ich bei Ferrari alles machen musste, was die anderen nicht machen wollten. Damals war Ferrari sehr klein, 500 Leute insgesamt. Ferrari beim Rennen war in Formel 1, Formel 2, Can-Am, Sportprototypen, Bergrennen und ich weiß nicht noch was. Tasman Cup tätig. Also 500 Leute, alle diese Rennenaktivitäten plus circa 700 Straßenwagen jährlich. Ein bisschen zu viel. Dann Ende des Jahres habe ich verstanden, warum Anfang Februar und nicht Anfang Januar. Ende des Jahres hatten die Ferrari-Angestellten, die das ganze Jahr gearbeitet haben, einen Bonus gekriegt. Ich hatte nur 11 Monate. Damals war die Zeit von Ferrari die Magerzeiten, also Ferrari hatte sehr wenig Geld. In jedem Fall mit dieser Arbeit habe ich die Möglichkeit, die Fabrik vom A bis Z kennenzulernen. Das für mich dann wirklich wichtig geworden ist. Ich habe dann in 1975 in Verkaufsabteilung angefangen und ich war Verkaufsleiter für Nordeuropa und recht gesteuerte Märkte, also England, Australien, Japan. In 1981 bin ich Verkaufsdirektor für die ganze Welt. Dann im 88, das war die letzte Aufgabe, welche mir auch von Ferrari direkt angeboten war, bin ich nach Deutschland gekommen mit der Aufgabe, eine Gesellschaft aufzumachen, also Ferrari Deutschland, die erste Filiale Europas zu starten. Ich bin in Deutschland von Mitte 88 bis Mitte 1990 gewesen. Dann ich bin zurück nach Maranello als Verkaufs- und Marketingdirektor zurückgekommen. Ich habe diese Tätigkeit für 3 Jahre erledigt. Dann in 1993 haben wir ein sehr großes Problem in der Schweiz bekommen und wurde notwendig, auch dort eine Filiale auszubauen. Aber als ich nach Deutschland gekommen bin, die Zeiten waren sehr positiv für Ferrari, für Luxusautos, wenn Sie wollen, für alles, auch Bilder, Rembrandt, also alles war sehr attraktiv. Es gab auch eine große Spekulationswelle. Und die Arbeit war wirklich einfach, weil wichtig war, die Autos zu verkaufen an richtigen Kunden und nicht an Spekulanten. In der Schweiz war ganz umgekehrt, war eine große Krise. Wenn man in der Schweiz über Ferrari sprach, man sprach wie über Mafia. Die Ferrari-Mafia von Genf. Und wir können dann mehr in Detail geben, wenn Sie wollen. In jedem Fall zurück zum Thema. Als ich in Deutschland war,
Es war die Idee von Ferrari, eine Filiale dorthin zu bauen, weil wir hatten 2 Importeure in Deutschland damals tätig. Süddeutschland mit Autoexpo, Norddeutschland mit Becker, Firma Becker. Und man hatte den Eindruck, dass es gab 2 verschiedene Ferrari, weil die Aktivitäten von beiden Importeuren waren ganz anders. Die Grenze war Frankfurt und beim Frankfurter Messe war für mich immer eine Katastrophe, weil ich musste dorthin sitzen, die beiden Importeure bleiben und sagen, Moment, ich muss zusammenarbeiten, nicht gegeneinander. Was waren die Hauptunterschiede zwischen Becker und, also von den Events her und von der Ausrichtung? Es war Folgendes. Die Firma Becker war praktisch die Frucht von Wilhelm Becker. Wilhelm Becker hat 2 Frauen gehabt. Vom ersten Frau hat ein Kind, Helmut Becker, der größte von seinen Söhnen, welcher sich um die Auto gekümmert hat. Und 2 andere Söhne, Hakim und, ich kann jetzt nicht ganz genau erinnern, welche mehr als Software interessiert waren. In jedem Fall, was ich sagen wollte, ist Folgendes. Wilhelm Becker war als ein Herr, er wollte seinen Betrieb sehen, überwachen. Für uns wäre einfach gewesen und besser, dass er einen kleinen Ferrari-Betrieb gebaut hätte, weil Autobecker in Düsseldorf war enorm, war mehr bekannt als Verkäufer von Second-Hand-Auto. Tatsächlich sein Symbol war eine Hand, also zweite Hand. Helmut Becker hätte gerne das getan, aber Papa will nicht. Der Vater wollte nicht. Und die Brüder waren auch dagegen. Wir haben mit einem Kollegen, welcher sich um Assistenz gekümmert hatte, wir haben eine Runde alleine in Deutschland getan. Wir haben alle die anderen Betriebe besucht. Und es war klar, dass Becker war kein Importeur, er war mehr ein Händler, der immer direkt verkauft hatte. Und wenn jemand aus Ulm kam, um ein Auto kaufen wollte, hat gefragt, haben Sie vielleicht einen Betrieb? Ja, okay, wollen Sie bitte den Ferrari Sim? Aber das war kein Händler. Deswegen, als wir zurück waren, haben wir einen Report geschrieben. Und unsere Idee war, dass Becker musste gezwungen werden, um eine richtige Ferrari-Sitz aufmachen, wahrscheinlich mehr in München als in Düsseldorf, und sich als Importeur kümmern. Mit unserer Überraschung hat die Direktion von Ferrari dann die Entscheidung getroffen, einen zweiten Importeur zu nennen, im Süden. Und das habe ich nie verstanden, den Grund. In jedem Fall, so ist entschieden worden und 1981 hat der zweite Importeur seine Aktivität in Deutschland angefangen, 82 oder 83. Aber wie gesagt, Ferrari war nicht als Image, war nicht klar, welche Ferrari war der richtige. Deswegen wurde es notwendig, dann eine eigene Branche aufzumachen. Ich habe dann Mitte 88 angefangen. Ich war praktisch, bin ich praktisch jeden Montag nach Deutschland geflogen und am Wochenende zurück bis Mitte Dezember, als ich endlich einen Ferrari-Betrieb organisieren könnte. Die Zeit war nicht genug, um etwas neu zu machen oder etwas noch fertig zu finden. Und die einzige Lösung war für eine gewisse Zeit
Bürofläche und Ersatzteillager von Alfa Romeo Deutschland zu mieten. Die guten Zeiten von Alfa Romeo waren vorbei und Alfa Romeo von die, ich glaube, 36.000 Autos pro Jahr verkaufte dann 7.000 vielleicht Autos. Die haben jede Menge von Platz vorhanden. Wir haben dann diese 300 Quadratmeter von Bürofläche und 600 Quadratmeter von Ersatzteillagerfläche gemietet. Und wir haben dann Mitte Dezember die Aktivität angefangen. Sofort haben wir dann die guten Händler behalten. Und die Händler, die wirklich keine Händler waren, haben wir gesagt, okay, es tut uns sehr leid, aber unsere Straßen müssen sich hier trennen. Ja, okay. Wir kommen vielleicht gleich auch nochmal auf Deutschland, die Relevanz zum Beispiel von Michael Schumacher für den deutschen Markt. Aber wenn wir dann nochmal zurückgehen in das Jahr 1968 und Sie sagen, da waren 500 Menschen bei Ferrari beschäftigt, das war ja noch alles sehr hemdsärmlich, wenn die Autos zusammengebaut wurden, viel Handarbeit. Über welche Autos reden wir da? Was waren so die aktuellen Modelle, die gerade verkauft? Ja. Also wie kann man sagen, der Top von Sport war den 275 GTB 4. Und als elegante Auto hatten wir den 33 GTC und 33 GTS. GTC war Coupé, GTS Spider. Und es gab noch einen 330, welcher dann später 365 geworden ist. 2+2. Diese 4 Modelle. Und wie war das erste Mal, als Sie auf Enzo Ferrari getroffen sind? Das erste Mal, dass ich ihn getroffen habe, also als ich angefangen habe, mein ehemaliger Chef hat mich an Ferrari vorgestellt, aber es war nur guten Tag, viel Erfolg, bla bla. Das war alles. Als ich wirklich mit ihm gesprochen habe, war vielleicht ein Jahr oder vielleicht etwas länger später, als wir mit den Dino-Geschichte angefangen haben. Das heißt, als Ferrari die Entscheidung hatte, einen zweiten Modell mit nur 6 Zylinder zu bauen, war die Idee, das Auto nicht Ferrari zu heißen, sondern Dino, der Sohn von Ferrari. Die Zeiten waren sehr schwierig, der Name Dino, die Welt zu registrieren, weil viele ähnliche Namen hatten schon ein Patent. Ja, okay. Und wir mussten von den Leuten, die diesen Patenten hatten, die Genehmigung kriegen, das Modell als Dino zu nennen. Und damals natürlich musste alles von Ferrari untergeschrieben worden und ich machte immer die Übersetzungen. Und dort habe ich wirklich mit ihm viel zu tun gehabt. Danach hat Ferrari immer gesagt, wenn ein Ausländer bei mir kommt, muss er das sein, um als Dolmetscher zu arbeiten. Okay. Wie war Enzo Ferrari? Wie hat er auf Sie gewirkt? Also der Mann zu erklären ist nicht so einfach. Ferrari war ein Mann von dieser Region. Das heißt, wir sind entzündende Leute. Wir sind sofort in Flammen, aber wir sind wieder auch sofort kalt. Ferrari zuerst hatte einen großen Charisma, das muss man sagen. Und wenn man bei ihm war, hat immer das Gefühl, etwas kleiner zu sein. In jedem Fall, ich sage es, weil ein Kollege von mir, Florini, wurde am gleichen Tag 3-mal entlassen und wieder. In jedem Fall, Ferrari hat immer selber den Beispiel gegeben. Er war immer sehr lange im Büro, jeden Tag, inklusive auch Sonntag. Er hat nie Urlaub getan. Als wir in Urlaub gingen, mussten wir zu ihm im Büro gehen
Und es war jedes Mal eine Tragödie. Ach, du auch. Ferrari hat immer das Geld investiert, das er verdient hat, in der Fabrik. Für die Leute, für die Instrumente, für neue Autos. Die Idee von Ferrari war sehr einfach, sehr naiv. Er sagte immer, wir müssen nur die Autos bauen, das die Welt verlangt. Besser ein paar Autos weniger als ein paar Autos zu viele. Unsere Autos müssen gewünscht werden. Es muss nicht so einfach sein. Er hatte wie gesagt, eine sehr naive Marketingstrategie, aber sehr wichtige. Und er sagte auch, unsere Autos sind nicht ein Fortbewegungsmittel, das man verwendet, um an die Arbeit zu gehen oder ins Urlaub zu gehen. Es ist etwas anderes. Und man darf nicht die gleiche Strategie von einer Firma wie Fiat oder wie Volkswagen verwenden. Wir müssen nur die Beziehungen aufbauen, damit Leute den Wunsch haben, ein Ferrari zu haben, weil Ferrari ist der Schlüssel, bei bestimmten Aktivitäten teilzunehmen. Deswegen mussten wir immer was organisieren, damit die Leute also ich sagte immer, Ferrari ist wie eine goldene Käfig. Und das Auto zu kaufen ist der Weg, um dorthin zu gehen. Ja. Okay, also das war mir gar nicht bewusst, dass das in den 70ern schon so war, diese Marketingstrategie. Das ist ja eigentlich bis heute so. Man muss sagen, dass ich habe in 67 angefangen. Aber ein Jahr später kam die Kontestation. Die Studenten auf der Straße, kennen Sie die Revolte. Wenn ein Ferrari-Kunde mit dem Wagen in einem Restaurant war, ist besonders in Italien, oft hat er das Auto dann mit kaputten Reifen oder mit Schädigung beim Karosserie. Also war wirklich eine schlechte Zeit und Ferrari hat in diesen Jahren große finanzielle Schwierigkeiten bekommen. Und es musste dann notwendig sein, den Vertrag mit Familie Agnelli zu machen. Und in Juli 1969 hat die Hälfte von seiner Firma an Agnelli verkauft. Also Agnelli hatte die Tätigkeit von Gran Turismo Auto und Ferrari hatte für sich selber die Rennaktivitäten gehalten. Und man muss ein bisschen zurückgehen. In 63, 64 sprach man von Verkauf von Ferrari an Ford. Ford hatte bemerkt, dass der Name von Ferrari war jeden Tag in den Zeitungen von der ganzen Welt geschrieben, ohne kein Geld für Werbung zu bezahlen. Und er wollte die Firma Ferrari kaufen. Ferrari wurde von jemand von Ford angerufen, wollen Sie zum Beispiel die Firma verkaufen, bla bla. Und Ferrari hatte am Anfang gesagt, die Firma zu verkaufen, nicht ganz, aber ich bin einverstanden, dass wir 2 Firmen aufbauen könnten. Eine Firma, Ferrari Ford, um die Rennenaktivitäten zu machen, mit Weißpapier für mich. Ich bin der Chef. Eine andere Firma, Ford Ferrari, um die GT-Auto für die Straße zu bauen. In jedem Fall, es war einfach zu verstehen, dass Ferrari wollte nicht verkaufen und dass Ford kein Interesse mehr hatte, so einen Vertrag zu machen, weil sonst hätte immer die Zeitungen Ferrari geschrieben und nicht Ford. In jedem Fall, den Tag von den Vertrag zu machen,
Ferrari hatte eine Klausel gelesen, welche nicht vereinbart war und sagte, Moment, was ist das? Und hat den Vertrag kaputt. Aber ich glaube, beide Seiten waren nicht mehr so stolz, um diesen Verkauf zu machen. Ich vermute auch, dass in der Zwischenzeit Ferrari hatte mit Agnelli gesprochen. Ja. Und Agnelli hatte auch verstanden, dass wenn Ferrari einen Sieg irgendwo im Ausland bekommen hätte, war ein Sieg für die italienische Industrie. Und es war kein Interesse von Fiat, dass Ferrari amerikanische Firma geworden wäre. Und dort hat die Joint Venture von Dino angefangen. Fiat hat einen Generaldirektor nach Maranello geschickt. Er war der Chef von Alfa Romeo vor dem Krieg, als Ferrari Rennleiter war bei Alfa Romeo. Piero Gobbato. Piero Gobbato ist in Ferrari bis Ende 66 geblieben. Dann ist zurück nach Turin. In der Zwischenzeit hatte Fiat mit der Produktion von Fiat Dino angefangen. Und diese Joint Venture war notwendig, weil um an Formel 2 Rennen teilzunehmen, musste man mindestens 500 Motoren pro Jahr erstellen. Und für Ferrari das war unmöglich, weil die Produktion von Ferrari war damals 700 Autos im Jahr und waren alle 12 Zylinder. Mit den 12 Zylinder hat Ferrari mehr gewonnen als bekommen als Geld, meine ich, als mit einem Sechszylinder und könnte nicht die Produktion so viel versteigern. Und deswegen ist dieses Agreement mit Fiat imstande gekommen. Fiat hatte ein Fiat Dino, es war ein Coupé und ein Spider auch. Coupé von Bertone und ein Spider von Pininfarina. Und Ferrari hat auch dann Ende 1968 ein eigenes Dino Ferrari zu bauen, den 206 GT. Und nach dem Verkauf von 50% von der Firma in 1970 hat man in Maranello die Produktionsgebäude vergrößert, also neue Gebäude gebaut, um die Produktion von Fiat Dino von Turin nach Maranello zu schieben. Und in den letzten 2 Jahren von Dino Fiat wurden diese Autos in Maranello zusammengebaut. Getrennte Linie von Ferrari Dino oder von Ferrari Zwölfzylinder, aber wurden in Maranello. Und damals wurde dann Personal bis 1200 Leute vergrößert und die Produktion war dann von 1200, 1300 plus die Produktion von Dino Fiat. Dann kam die Sachen dann waren wieder besser. Und Ferrari hatte damals in der Produktion den sogenannten Daytona, der 365 GT B4. Er hatte noch den Dino, einen 365 GT 2+2. Und er ist auch damals die amerikanischen Modelle mit Automatikgetriebe rausgekommen. Dann kam 73 Krieg von Israel gegen Ägypten, also alle diese arabischen Länder. Und die erste größere Ölkrise. Ich weiß nicht, was in Deutschland kam, aber hier bei uns abends waren die Städte ohne Licht. Man könnte das Auto am Wochenende nicht verwenden. War Austerität. Wie in Deutschland auch. In Deutschland auch, ja. Okay. Dann hat man bemerkt, dass es war nicht ein Problem von Lieferung von Öl, war nur ein Problem von Preis. Dann war wieder normal. Und in der Zwischenzeit ist auch ein Modell rausgekommen, welches keinen Erfolg am Anfang gehabt hat. War
Dino 308 GT 4 2+2. Dieses Modell wurde von Bertone gemacht als Linie, als Karosserie. Das war eine Kompensation, die Fiat an Bertone gegeben hatte, weil Fiat mit der Ölkrise hatte sofort die Produktion von Fiat Dino gestoppt. Bertone hatte wenig Arbeit und Fiat hat ihm die Aufgabe gegeben, den neuen Dino zu entwickeln. Der neue Dino war aber wirklich ganz anders als die Linie von Pininfarina. War ein eckiges Auto, war ein super Auto von Mechanica, aber die Märkte waren sehr skeptisch. Die amerikanischen Importeure hatten 500 Autos von diesem Modell bestellt und die haben die Autos in Maranello gelassen, nicht. Und dann sind die Importeure von Amerika entlassen worden und hat Ferrari mit Fiat Nordamerika angefangen, hat eine Abteilung aufgebaut als Ferrari Nordamerika. Alle diese Autos hatten wir damals viele Gebäude gemietet und alle diese Autos versteckt. Dann hat Ferrari gesagt, okay, der Name Dino ist kein Appeal, man muss diese Auto Ferrari. Es gab ein Problem. Die Fronthaube hatte den Dino-Symbol. Dino-Symbol war Querformat? Horizontal. Ja, horizontal. Und Ferrari ist vertikal. Ja. Wir mussten diese Fronthaube ausbauen und Ferrari. Und in der Zwischenzeit haben wir auch eine 2-Liter-Ausführung vom gleichen Auto. Insbesondere für Italien, wobei bei uns es gab eine Mehrwertsteuer von 18% plus eine Luxussteuer von 20%. Aber Luxussteuer war von 2 Liter rauf, also bis 2 Liter war nur Mehrwertsteuer. Mhm. Deswegen war dieser Dino mit einem 2 Liter 8-Zylinder-Motor. Und in Italien hat uns damals gerettet. Wir haben aber 2 Liter Dino auch in skandinavischen Ländern verkauft und auch in der Schweiz. Aber in anderen Ländern nein. In jedem Fall, die Philosophie von Ferrari war folgende damals. Wir dürfen nicht dieses Auto mit Rabatt verkaufen. Mhm. Die Autos müssen immer günstig werden. Und wenn jemand kommt und will ein Auto bestellen, sie nehmen Note von Kundenwünschen und dann die sagen, wenn der Kunde fragt, wie lange es dauert für die Lieferung, die Antwort ist, die technischen Zeiten sind ca. 8 Monate. Oft haben die Kunden gesagt, aber gibt es nichts zu tun, 8 Monate sind viele. Okay, sagten wir, wenn es eine Möglichkeit gibt, ein bisschen die Zeiten zu reduzieren, wir werden Sie sofort Bescheid sagen. Dann, wenn der Kunde weg war, ein paar Wochen später, hatten wir an diese Leute angerufen und gesagt, wir haben eine Möglichkeit, Ihnen das Auto in einem Monat zu liefern, weil der Kunde, der das Auto bestellt hat, ist zurzeit im Krankenhaus mit einem gebrochenen Bein und will die Lieferung verschieben. Das Auto ist nicht ganz, wie Sie wollen, aber es gibt nur ein paar Sachen, die nicht stimmen. Aber die Außenfarbe und die Lederfarbe sind genau, wie Sie wollen. Ah, ja, gut, danke. So, wir nahmen die Autos, die wir ab Lager hatten, und wir haben das Auto dann geliefert. Mit den Verkaufsorganisationen in Europa haben wir die Autos geliefert, ohne die Zahlung zu verlangen. Das heißt, die Importeure von Frankreich, Belgien, England, die hatten die Auto in eure Länder und die haben die Auto bezahlt, erst wenn die Auto verkauft wurden, damit sie keine Belastung, keine ökonomische Belastung hatten. 1975 ist der 308 GTB
rausgekommen. Und das hat wieder den Markt nach oben geschieben. Der Magnum Ferrari. Ja, das war aber... warum hat Magnum das Auto für diese Filme verwendet? Weil das Modell war sehr aktuell, sehr berühmt, sehr bekannt. Weil das Auto war wirklich sehr schön. Es hat wiederum die zurück an die schönen Linien von Pininfarina. Und von diesen GTB haben wir ca. 1100 Einheiten mit Plastikkarosserie. Dann ein Jahr später ist ein Modell mit Schiebedach rausgekommen, ein GTS. Und man musste eine Karosserie aus Metall haben, sonst die Plastik war nicht gut. Und dann ist die Produktion auch von GTB mit Metallkarosserie gebaut worden. Also in jedem Fall, dieses Modell hat wiederum alle anderen Modelle wieder interessant gemacht. Ja, okay. Okay, ja. Hat es eigentlich was gebracht, so Autos im Fernsehen zeigen zu lassen, in so Serien oder Filmen, oder war das Zufall? Ferrari-Auto hat man in Filmen auch verwendet und gesehen, aber das war das erste Mal, ich glaube, das war mit einem Daytona, das war Miami Vice. Aber das Auto war ein Fake-Auto, war nicht es war, ich glaube, eine Corvette mit... Dann wir haben mit den Leuten von Fernsehen gesprochen und gesagt, sie dürfen nicht ein Fake-Auto verwenden. Die haben dann, ich glaube, einen 400, eine Seite-2. Testarossa. Ein Testarossa, den weißen. Testarossa? Ja. Testarossa. Okay. Testarossa gefahren. Aber die haben auch einen 400 verwendet für eine kurze Zeit. Okay. Dann Testarossa, stimmt, ja. Und um dieses falsche Auto zu sehen, dann wir haben gesagt, okay, wenn jemand ein Ferrari-Auto für eine Serie haben will, okay, wir machen einen Vertrag, die kaufen das Auto. Stopp. Aber es muss ein richtiges Auto sein. Ja, klar. Das heißt, mit dem Testarossa, Sie haben richtig gesagt, weil plötzlich haben viele Leute ein weißes Testarossa bestellt. Das stimmt. Und Magnum Piaia hat wirklich den 308 nach oben gebracht. Wie wichtig waren für Sie so Hollywood-Stars oder Filmstars als Kunden? Haben Sie das forciert? Also da haben die Rabatte bekommen oder haben Sie versucht, dass Sie das fahren? Bei uns Rabatt bedeutet nur die Hauptstadt Marokko. Das ist die einzige Welt. Es gibt nichts, kein Rabatt. Ja. Wenn man einen Rabatt macht, wie kann man sagen, wenn wir diese Auto, die wir ab Lager hatten, hätten wir diese Auto für niedrige Preise verkauft, hätten wir das Wert vom Auto, vom Kunden nach unten gebracht. Unser Zweck war nicht, böse Ferrari-Kunden zu haben. Unser Zweck war, das Wert von gebrauchtem Auto so hoch wie möglich zu halten. Deswegen hatte die Politik von Ferrari nie einen Rabatt als Idee gehabt. Als ich in der Schweiz tätig war, habe ich angefangen im September 1993. Wir hatten in der Schweiz 120 Autoablager in Martigny. Der Markt von der Schweiz war normal ca. 200 Autos pro Jahr. Das heißt, wir hatten fast ein Jahr Verkauf, Normalverkauf, Ablager. Und außerdem, 6 Monate später, wussten wir, dass der neue 355 rausgekommen wäre und auch der neue Testarossa. Und das war wirklich, was machen wir? Ich habe mit den Händlernetz gesprochen und gesagt, okay, alle diese Autos sind Ablager, weil, okay, man muss noch ein bisschen mehr zurückgehen. Als ich in Deutschland war,
hatte ich an die Händler Bescheid gesagt, sie dürfen keine Bestellung akzeptieren, wenn die Lieferung nicht innerhalb von Maximum 24 Monaten passieren kann. Niemand wird ein Auto bestellen für Lieferung nach 7 Jahren. Wie man in der Schweiz, in Italien oder in England akzeptiert hatte. Das war nur Spekulation. Nur Spekulation. Und ich sagte, was nicht in dieser Zeitspanne ist, muss eine ledigliche Warteliste sein. Stopp, keine Bestellung. In Italien hatte aber der alte Verkaufsdirektor die Freiheit gegeben, so viele Bestellungen zu akzeptieren wie möglich. Dann Lieferfrist in Italien, in der Schweiz, in England waren 7-8 Jahre. Das war nichts. 1903, also die Autokrise hat Ende 87 angefangen. Diese Welle war dann kaputt. Porsche hatte sofort große Probleme gehabt, weil Porsche hatte damals, ich glaube, ca. 90% von der Produktion in Amerika verkauft. Und in Amerika war der Aktienmarkt kaputt gegangen. Wir haben immer gesagt, wenige Autos, aber überall. Bei uns, bei Ferrari, ist dann die Katastrophe Ende 92, in 93 angefangen. Die Kunden, die die Autos bestellt hatten, die wollten die Autos nicht mehr haben. Aber man hatte eine Lösung gefunden. Also, wo das Schlimmste war die Schweiz. Weil die Schweiz, der Importeur hatte wirklich Sachen getan, wie nur ein Kriminell macht. Wirklich. Ich habe mit dem Netz gesprochen. Ich habe gesagt, okay, Sie haben diese Autos in Ablager, weil die Kunden, die damals die Auto bestellt haben, die wollen nicht mehr, weil also Spekulation gibt es nicht mehr. In jedem Fall, Sie haben für dieses Auto eine Anzahlung von den Kunden bekommen, die Sie nicht zurückgegeben haben. Alle haben versucht zu sagen, ja, aber so war es. Ich sagte, okay, ich sage nicht, dass Sie niedrige Preise machen sollten, weil Sie haben schon einen Teil von dieser Anzahlung bekommen. Ja? Sie sollen aber ein Präsent, ein Geschenk machen. Geschenk kann sein, diese Schedoni-Koffersätze, die damals in der Schweiz wurden für 7.000 Franken verkauft. Der Preis war vielleicht 1.500. Deswegen sage ich fast kriminell. Oder ich sagte, wir hatten von Kurzer eine Ferrari-Fahrschule angefangen, und zwar für die Kunden. Wir wollten nicht an die Kunden lernen, wie sie fahren sollten. Wir wollten nur an die Kunden beweisen, wie man am besten dieses Auto verwenden könnte. Und diese Fahrschule hat riesen Erfolg bekommen. Damals machten wir es in Florenz, in der Nähe von Florenz, am Mugello, dann auch in Fiorano. Die Kosten waren ziemlich hoch, circa 6.000 oder 7.000 Dollar. Aber mit diesen Anzahlungen, die Händler könnten es ganz einfach machen. Und so ist es gemacht worden. Langsam sind diese Autos verkauft worden. Echte Kunden haben diese Auto gekauft und haben die Überraschung gehabt, dann eine Fahrschule oder einen Ersatzkoffer von Schedoni zu kriegen. Wie hat denn der Enzo Ferrari die Konkurrenz gesehen? Oder wer war seine Hauptkonkurrenz an Herstellern? Hat er auf Porsche geguckt oder Lamborghini? Oder? Eine echte Konkurrenz für Ferrari gibt es nicht oder gab es noch nicht, weil Porsche war wesentlich größer als Ferrari. Also beide Firmen sind in 1947 geboren, wenn Sie wollen, weil auch Porsche hat 1947 mit der Produktion von Autos angefangen. Aber Porsche, ich glaube schon Ende der 80er Jahren, Anfang der 90er Jahren, hatte schon eine Produktion von ca. 100.000 Autos pro Jahr.
Top oder die kleine Speedster oder die kleine Auto. Ferrari hatte eine Produktion damals von 3500 Autos. Und Lamborghini war wesentlich kleiner als Ferrari. War eine Alternative mehr als Konkurrenz. Haben Sie die Autos getestet, Probe gefahren? Ich? Ja, also oder überhaupt bei Ferrari, dass man mal Ich habe geguckt hat, viele was man- Ferrari gefahren, ja, aber nicht getestet. Nein, okay, aber hat man von Ferrari die Konkurrenz, Porsche und so rangekauft und geguckt, wie die fahren und was die besser machen und so? Das ist ganz normal in Automobilfabrik. Als ich in Deutschland war, hat mir Volkswagen gefragt, ob ich ein Ferrari leihen könnte. Ist normal. Natürlich, wir gucken auch Auto, auch BMW oder Mercedes, wenn Sie wollen, weil die sind nicht ganz in der Stil von Ferrari. Also AMG ist mehr in der Stil von Ferrari. Aber auch BMW hatte mit den M1 angefangen. Ich war nur froh, dass BMW dieses Auto gebaut hat, weil man sagte damals, dass die Ferrari sehr teuer waren, aber der BMW M1 war teurer als der Berlinetta Boxer. Nicht viel, Aber ein bisschen, ja. Nee, und wie fand man bei Ferrari Lamborghini? Also wie fand man die Autos? Also hat man das eher belächelt und gesagt, ach, das ist lang nicht auf unserem Niveau, oder hat man das schon gesagt, vielleicht werden die auch noch mal groß? Als ich noch tätig war Lamborghini nichts, weil die hatten sehr viele Schwierigkeiten immer. Hat mehrmals die Inhaber von der Firma sind viele andere gewesen. Jetzt mit Audi natürlich kann sein, dass es wird vielleicht eine Konkurrenz, aber für mich ist immer eine Alternative, weil die Philosophie von diesem Auto ist ganz anders. Lamborghini ist wahrscheinlich mehr extrem als Ferrari. Ferrari hat immer ein bisschen mehr Klasse, meiner Meinung nach. Obwohl ich in diesem Moment mit allen Ferrari-Modellen, die rauskommen, ich habe meinen Kopf verloren. Ich weiß nicht mehr, welche Auto heute produzieren werden. Haben Sie den Purosangue schon gesehen, den etwas höher gesetzten viertürigen Ferrari? Ferrari ist jetzt in eine Nische, ist schwer zu sagen. Also, wenn ich bei Ferrari noch tätig wäre, ich würde nie einen Geländewagen oder so ein Auto. Aber Niki Asler hat mir gesagt, diese Leute warten drauf mit viel Hoffnung. Also ich weiß nicht, wir haben versucht in den 80er Jahren, also wir haben versucht, ist nicht die Wahrheit. In den 80er Jahren hat Pininfarina, die Firma Pininfarina, für sein 50. Jubiläum ein Konzeptauto vorgestellt mit einem Ferrari-Motor. Der Name von diesem Modell war Pinin. Es war ein schönes Auto mit vier Türen. Pininfarina hat uns gefragt, ob wir das Auto erstellen wollten. Wir haben unsere Händler, Importeure nach Maranello eingeladen. Wir haben das Auto sehen lassen. Dann wir haben gefragt, welche Meinungen diese Leute hatten. Dann die haben alle geschrieben. Dann zum Schluss, wir haben gesehen, dass wenn wir das Auto gebaut hätten, mussten wir praktisch ein Rolls-Royce bauen und kein Ferrari mehr. Und wir haben gesagt, okay, das machen wir nicht. Wir können keine Rolls-Royce, wir sind nicht imstande, eine Rolls-Royce zu bauen. Und Gott sei Dank ist wahrscheinlich Rolls-Royce nicht imstande, ein Ferrari zu bauen. Wir haben gesagt, ja, wir bleiben da. Also jetzt ist nicht ein Rolls-Royce, ist als Geländewagen. Die wollen natürlich, es ist Folgendes. Früher war die Fabrik, die Inhaber von Fabrik waren die Familie Agnelli und Familie Ferrari. Jetzt ist eine Aktiengesellschaft. Die größten Aktionäre sind trotzdem immer Piero Ferrari und die Familie Agnelli oder Elkann. Aber es gibt auch andere Aktionäre. Die Aktionäre wollen zum Ende des Jahres
Geld sehen. Dividende, ja. Klar. Und man muss jedes Jahr immer was Neues, etwas mehr bauen. Und man muss auch ein viertüriges Auto. Das Auto sieht sehr schön aus, ich muss ganz ehrlich sagen. Um es Geländewagen zu nennen, ist vielleicht ein bisschen zu extrem. Aber wie kann man sagen, jeder Frucht will seine Saison sehen haben. Lamborghini macht diese Auto seit Jahren, weil auch vor 40 Jahren sie hatten ein großes Geländewagen gebaut. LM002, ja. Und die haben verkauft. Porsche hat auch. Warum nicht? Wenn Ferrari-Kunden so ein Auto jetzt verlangen. Enzo Ferrari hätte das nie genehmigt. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Aber es gab nie die Überlegung zu Enzos Zeiten, irgendwas anderes, Limousinen zu bauen, nein. Geländewagen, nein, immer Sportwagen. Nein. Sie sollen daran denken, dass die größte Konkurrenz am Anfang, wenn Sie wollen, war Maserati. Weil Maserati war die Stabilität, weil Maserati war in Modena seit 1930. 1930 hat auch Ferrari angefangen, aber mit der Scuderia Ferrari. Rennwagen von Alfa Romeo. Aber Fabrik, dann wurde während des Zweiten Weltkriegs gebaut und erst ab 1947 mit der Produktion von Auto angefangen. Obwohl nur für Rennzwecke. Dann sind einige mechanische Komponenten von diesem Auto, also Motorenaufhängungen, an verschiedene Karosserie gegeben worden, um Straßenauto für die Kunden zu machen. Aber die Produktion war wirklich sehr wenige, 110, 150 Autos im Jahr. Die ersten Schritte nach einer größeren Produktion wurde 55 erfolgen. Das heißt, Giovanni Battista Farina, der später hat den Namen in Pininfarina geändert, war bekannt weltweit als der Karossier von Königen. Und Ferrari war berühmt als Rennwagenhersteller. Pininfarina hätte gerne mit Ferrari gesprochen, aber wollte nicht nach Maranello kommen. Ferrari wollte nicht nach Turin fahren. Die haben dann zu einer bestimmten Zeit in Tortona getroffen. Tortona ist zwischen Turin und Maranello, in der Nähe von Genua. Die haben sich in einem Restaurant in Tortona getroffen und Pininfarina hat an Ferrari gesagt, warum nicht Auto für die Straßen zu bauen? Warum? Bis damals war die Produktion von Ferrari nur rechtgesteuerte Auto, weil die Rennwagen, für die Rennwagen war der Lenkrad rechts am besten gewesen für die wichtigsten Rennstrecke Europas. Aber für die Straße war natürlich notwendig auch der Lenkrad links zu haben für europäische Länder. Die haben sich vereinbart und die haben gesagt, okay, dann ist die Produktion auf 350 Autos gestiegen. Ferrari hat damals Schwierigkeiten mit seinem Verkaufsdirektor gehabt, weil der Verkaufsdirektor sagte, dass es waren zu viele Autos. Er hätte diese Exklusivität verloren. Und Ferrari hatte ihm gesagt, aber Moment, mit all diesen Milliarden Leute, die auf der Erde sind, glaubst du nicht, dass 2 Personen bei sich am Vormittags wecken mit dem Wunsch, ein Ferrari zu kaufen? Und dann ist die Produktion, und wie gesagt, einige Jahre später war die Produktion von ca. 700 Autos im Jahr. Der eine sehr kleine Produktion trotzdem war. Und Maserati in jedem Fall, in Modena, wie gesagt, war schon sehr bekannt und hatte ein viertüriges Auto. Und das war das Top-Modell von Maserati. Aber Ferrari hat nie dieses Auto im Kopf.
Mit dem Pininfarina, das Auto sieht sehr schön aus, aber er war nicht einverstanden. Und nach den Ergebnissen die Wünsche von der Verkaufsorganisation hatten wir auch keinen Wunsch, das Auto zu machen, weil die wollten, ja, das Auto muss von einem Chauffeur gefahren werden, das Auto muss sehr ruhig sein, darf nicht zu laut sein, bla 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 bla. Ich sagte, ja, das ist kein Ferrari mehr. Also, vielleicht was dran. Wie wichtig war Motorsport für Sie? Der Motorsport war ja immer so die Säule von Ferrari. Gab es mal die Überlegung, das ein bisschen zurückzufahren, immer wenn das Geld knapp wurde? Oder hat Fiat versucht, das zurückzufahren? Oder haben die immer schon gesagt, das ist unser Hauptmarketing-Tool? Man muss daran denken, dass Ferrari hat als Rennfahrer angefangen, weil er war am Anfang ein Rennfahrer. Dann bei Alfa Romeo war er Rennleiter und Rennfahrer. Ende der 20er Jahre, 1929, hat Alfa Romeo die Entscheidung getroffen, sich von der Rennwelt zu trennen. Und Ferrari hat im November 1929 die Scuderia Ferrari gegründet mit Leuten, die ein bisschen Geld hatten. Und er hat die Alfa Romeo Rennwagen gekauft. Und in der Zeit, in den 30er Jahren, Ferrari war sehr bekannt in der Rennwelt, weil er mit seiner Alfa Romeo überall gewonnen hatte. Und nach dem Krieg, Ferrari ist wieder direkt an Rennen gewesen, aber hat auch viele Autos für Gentleman-Rennfahrer gebaut. Und ich glaube, der Ruf von Ferrari kommt von diesen Gentleman-Fahrern, die mit diesem Auto von Ferrari überall auf der Welt an Rennen teilgenommen haben und gewonnen haben. Dann natürlich die offiziellen Autos von Ferrari haben auch ein bisschen mehr also Boost gegeben. Aber wichtig waren die Gentleman-Rider. Mit diesem Auto auf der Welt, die haben überall gewonnen. Und deswegen kommt der Ruf von Ferrari. Dann Ferrari hat an alle diese Klassen, alle diese Rennen teilgenommen. Nur nach der Ölkrise kam die Entscheidung, sich von allen Rennen zu trennen, mit Ausnahme von der Formel 1. Ferrari hat damals aufgehört mit Sportauto, mit alle diese Can-Am, mit alle Tasman, hat weiter Auto an private Fahrer verkauft, aber nicht mehr selbst alle diese Rennen gemacht, nur Formel 1. Und ich weiß nicht, ob er heute die gleiche Entscheidung nehmen würde. Aber er hat sich vom Endurance, also von Le Mans getrennt, nur weil FIA hatte das Reglement geändert. Und es war nicht mehr möglich, mit Prototypen zu fahren. Man musste immer eine bestimmte Stückzahl von Autos zu bauen. Ja, okay. Die Stückzahl bekam immer größer. Das ist 64 zum Beispiel ein bisschen die Spitze gewesen, weil Ferrari hatte mit den GTO 4 Rennen gewonnen und mit dem Nachfolger von GTO, den 250 LM, wollte er in Sportauto Rennen teilnehmen. Aber FIA hat gesagt, nein, sie müssen 100 Auto im Hof haben und dann wir geben die Genehmigung. Ja. Er sagte, das ist zu lachen. Kein Konstrukteur kann 100 Auto auf der Reihe im Hof, ist zu teuer. Wir haben die Pläne, um diese Autos zu bauen. In jedem Fall großer Ärger von Ferrari. In jedem Fall in diesem Jahr hat auch Ferrari sich von der Rennorganisation, die italienische Organisation, zurückgetrennt und hat die Rennsaison mit der Farbe von North American Racing Team, NART, geendet. Wenn Sie gucken, die Autos von John Surtees und Lorenzo Bandini in den letzten Grand Prix waren weiß
mit einer blauen Streife. Trotzdem hat den LM dann die 24 Stunden von Le Mans als Prototyp gewonnen. Aber waren die ersten Signale von dieser Änderung von Reglement. Denn dann das letzte Auto von Ferrari wirklich für Le Mans war den 512 S. Der aber gegen den Porsche 917 hat wenig gewonnen. Jetzt in diesem Jahr haben sie sich den Sieg zurückgeholt. Ja, in diesem Jahr, ich muss ganz ehrlich sagen, dass heutzutage den Formel 1 hat kein Zweck zu existieren, weil früher den Formel 1 war die Möglichkeit, verschiedene Lösungen zu finden, um immer die Auto zu verbessern. Jetzt, man muss Anfang des Jahres ein Auto haben und man darf nur 3 Motoren für die gesamte Saison verwenden. Also ein Ingenieur wie Mauro Forghieri, der unser Chefkonstrukteur für Jahre lang gewesen ist, hätte heute keinen Sinn zu existieren, weil als er eine Idee hatte, hat er immer die Idee realisieren lassen und gewonnen. Aber jetzt, man darf nichts machen, nur Kleinigkeiten. Ist nicht mehr den Top von Rennwagen, glaube ich. Wie war das Ende der 80er, als Enzo Ferrari gestorben ist? Was hat sich da in der Firma verändert? Für viele Jahre, bis 2012, 2013, hat nicht so viel geändert, obwohl hat geändert. Montezemolo hat auch mit Ferrari gearbeitet und kannte die Philosophie von Ferrari. Hat immer die Schritte wenig gemacht. Okay, der F40 wurde ein Jahr vor seinem Tod vorgestellt. Und zwar, damals war das heutige Ferrari-Museum noch im Bau. Das war ein Museum, welches die Stadt Maranello wollte, nicht Ferrari, die Stadt Maranello. War schon fertig, den Teil von diesem Museum, wo heute alle die F1 liegen, die Weltmeisterschaften gewonnen haben. Also den 10-Zylinder, 8-Zylinder, die Autos von Schumacher, alle diese Autos. Dort war ein Amphitheatrum. In der Mitte war der F40. Rundum waren potenzielle Kunden, die Presse und die Händlerorganisation und natürlich auch wir von Verkaufsabteilung. Das Auto wurde vorgestellt und es wurde gesagt, von diesem Auto wollen wir 500 Einheiten bauen. Erst lediglich 500 Einheiten. Wir wollen haben, dass unsere Kunden im Vertrag sich verpflichten, das Auto für einige Jahre zu halten und nicht sofort zu verkaufen. Sollte man das Auto sofort wieder verkaufen, werden wir frei sein, mehrere Autos zu erstellen, als wir dachten. Das war am Anfang. Sofort war eine Explosion von Leuten, die sagten, nein, 500 sind zu wenig, 500 sind zu wenig. Eine kleine Diskussion zwischen uns und wir haben gesagt, okay, sind zu wenig, machen wir eine Stückzahl von 750. Aber wie gesagt, die Kunden müssen sich verpflichten, die Autos zu halten für einige Jahre, bevor die weiterverkaufen sollten. Es war uns ganz klar, dass diese Klausel hatte keine Legalität. Weil wenn du etwas kaufst, es gehört dir, du kannst machen, was du willst. Aber es ist eine moralische Grenze. Es waren die Zeiten von dieser Spekulation. Ist alles passiert, dann zum Schluss haben wir, wie gesagt, 1401 Einheiten gebaut. Wir hätten noch weiter erstellen können, aber wir haben gesagt, okay, das war wieder die Idee von Ferrari, die ich dann erzählen will. Ferrari war für dieses Auto ganz stolz.
Ganz stolz, wie gesagt. Und er hatte nämlich auch eine Wettbewerbe zwischen der Presse, um den richtigen Namen von diesem Modell herauszufinden. Und die Idee, das Auto F40 zu heißen, kam von einem Autojournalist, Italiener, Gino Rancati. Und Gino Rancati hat diese Wettbewerb gewonnen. Er sagt F40, weil Ferrari 40 Jahre von Produktion, von 47 bis 87. Ferrari war sehr stolz von diesem Auto, weil dieses Auto war praktisch, kam von den GTO. Den GTO kam zu Ferrari selber. Es waren die Jahre, wo unser Importeur in Frankreich, die Firma Potry, an Rallye teilnahm. Und er hatte von Michelotto eine 308 umbauen lassen, ohne Klima, ohne Radio, sehr ganz extrem. Und das Auto wog weniger als 1000 Kilo. Als Ferrari das Auto gesehen hatte und hat es von Giorgio Ferri, der ehemalige Chef von Fiorano Strecke, wiegen lassen, sagte, ja, weniger als 1000 Kilo, ja, wir machen. Der Motor sei Turbo, ja, Dann war das Konzept von GTO schon herausgefunden von ihm. Dann hat natürlich Ingenieur Materazzi den Motor entwickelt. Die Idee war von GTO 200 Einheiten für die Straße zu bauen, für Autosammler. Und dann das Auto homologieren, das war die Gruppe B, glaube ich, aber ich bin nicht sicher, oder N. Dann hätten wir die Rennausführung von den GTO für Endurance-Rennen und für Rallye. Aber nach einem schweren Unfall bei einem Rallye auf Insel von Madeira wurde diese Klasse gecancelt und wir hatten Materialien noch für 70 Autos. Wir haben weiter 70 GTO für Straßen. Wir hatten aber 5 Prototypen. 3 Prototypen für Rallye und 2 Prototypen für Endurance-Rennen. Dann, was machen wir dann? So kam der F40 raus. Das war rein Zufall, weil im Kopf hatten wir so einen Rennwagen zu bauen. Aber jetzt ist ganz anders geworden. Ich kenne niemanden mehr bei Ferrari. Die haben jetzt die Stadt Maranello komplett gekauft. Die sind jetzt dabei, neue Gebäude zu machen, um die Elektromotoren oder die Hybridmotoren zu bauen. Ich vermute, die wollen wiederum die Produktion steigern. Glauben Sie, das ist gefährlich, wenn die Produktion zu sehr gesteigert wird? Dass das ich weiß nicht ganz genau, was passiert, weil wir sind schon 8 Milliarden Leute. Wie viele Leute kann die Erde haben? Was passiert? Jetzt ist diese Ideen von Europa, alle Autos müssen nur Elektromotoren haben. Meiner Meinung nach, das ist zu lachen. Weil wenn man das Auto tanken muss, es dauert vielleicht ein bisschen, weil wenn alle diese Autos unterwegs sind für Urlaub, wenn man bei einer Tankstelle eine halbe Stunde wartet, ist viel, aber es kann passieren. Aber wenn alle Elektroautos sind, wenn man das Auto voll tanken muss, wie lange dauert das? 3 Stunden? Ich glaube auch mehr. Also natürlich, man macht immer größere Schritte nach vorne, das kann sein.
Aber ist es mehr ökologisch, ein Auto mit 800 Kilo von Batterien zu fahren? Oder ist mehr ökologisch, neue Wege um andere, nicht Benzin, warum Elektro? Wir haben nicht genügend Elektrizität für die Häuser. Dann wir müssen auch alle diese Autos. Was müssen wir machen? Dann wiederum Atomanlage, um Elektro zu... ich weiß nicht. Im Moment nur China ist imstande, alle diese Batterien zu erstellen. Wenn es wieder eine politische Krise kommt, was passiert? Also ich denke, ich habe 3 Enkelkinder und ich denke, dass ich bin vielleicht in der besten Zeit, ich habe in der besten Zeit gelebt. Ich denke, dass für meine Enkelkinder ist die Zukunft nicht so gut, sieht nicht so gut aus wie damals. Wie war für Sie der Hype um Michael Schumacher? Man spricht von Michael Schumacher, aber es war nicht nur Michael Schumacher. Schumacher natürlich, ich habe mit ihm einigen Jahren gearbeitet, ist ein Professioneller. Ich hatte ihn schon, ich kannte, als ich noch in Deutschland tätig war, ich hatte seinen Prokurist getroffen. Manager. Ja. Kennengelernt und er hatte mir auch Schumacher damals vorgestellt. Er war schon bekannt, weil er hatte mit Sauber schon Weltmeisterschaften mit Mercedes Sportwagen. Dann er hat mit Benetton 2 Meisterschaften gewonnen und ist 1996 zu Ferrari gekommen. Aber bei Ferrari war schon seit 2 Jahren Jean Todt. Und ein Jahr nach Schumacher sind auch Rory Byrne und Ross Brawn gekommen und andere Ingenieure. Und er war schon ein Team, der sich bei Benetton gut bekannt hatte. Und die sind die Leute, die wieder Ferrari in Formel 1 nach oben geschieben haben. Michael in Italien. Viele Leute haben gesagt, aber er ist sehr arrogant, er spricht nur Englisch oder Deutsch, er will nicht Italienisch sprechen. Aber die Leute haben nicht verstanden, dass Schumacher ist etwas introvertiert. Er ist nicht für ihn so einfach, mit den Leuten zu reden, zu sprechen. Mit unserem Mechaniker Schumacher sprach auch Italienisch. Er hat gesagt, du musst verstehen, dass meine Muttersprache ist Deutsch. Meine professionelle Sprache ist Englisch. Ich kenne die italienische Presse. Wenn ich auf Italienisch mit den Journalisten sprechen sollte, wenn ich nicht das richtige Wort verwenden sollte, die würden ganz viel falsch schreiben. Und ich verstehe ihn. Und in jedem Fall für mich, er ist leider, er hat das Leben 1000-mal auf der Rennstrecke riskiert und so eine dumme Unfall, wirklich nicht zu verstehen. Ja. Wie der Schicksal ist. Also er hat viel vom Leben gehabt, aber er hat auch viel vom Leben gestohlen worden. Alle diese Jahre. Ist traurig. Ja. Gab es einen Lieblingsfahrer im Nachhinein von Ihnen? Wie gesagt, ich bin mehr für Ferrari als für den Fahrer. Also okay, ich dachte im Nachhinein. Mein Lieblingsfahrer wird der Fahrer sein, der mit Ferrari wieder gewinnt. Gab es ein Lieblingsmodell von Ihnen, von Ferrari? Ein Lieblingsauto? Sí. Den 275 GTB4. Das war, als ich das Auto gesehen habe, beim ersten Arbeitstag, war wirklich, es war sofort Liebe. Hatten Sie eigentlich immer einen Ferrari im Alltag zum Fahren? Ich habe viele Ferrari, die sind zu klein zu fahren. Aber mit meiner Aktivität habe ich das Glück gehabt, viele Ferrari fahren zu können. Und Sie waren weltweit für den Vertrieb verantwortlich. Wo leben die besten Ferrari-Kunden? Überall.
Es gibt am meisten die Ferraristen sind wirklich stolz, Ferrari zu haben. Und also es gibt klar, dass in einigen Ländern haben die Kunden das Leben mehr einfach als in anderen Ländern. Zum Beispiel in Italien, wenn man mit Ferrari fährt, die Leute denken, er ist ein Rechtsanwalt, er verdient zu viel. Dann lieber wir gehen bei einem Rechtsanwalt, der Fiat fährt. In Amerika ist es ganz umgekehrt. Wenn der Rechtsanwalt mit Ferrari fährt, er ist ein guter Rechtsanwalt, der Erfolg hat. Und man muss zu ihm gehen, nicht zu mir. Ganz anders. In jedem Fall, für uns, wie gesagt, für uns die Verkaufsmethoden waren ganz anders als für Masse-Volumenfabriken. Wir mussten immer Angelegenheiten finden, um Kunden einzuladen, verschiedene Sachen organisieren. Aber Hauptsache von uns war wirklich, die richtigen Händler zu finden. Ferrari hatte immer die Idee gehabt, dass bei uns war nicht einen reichen Händler zu finden, war einen richtigen Autoliebhaber zu finden. Wenn du den richtigen Autoliebhaber findest, dann du hast dein Mann gefunden. Und dann zum Beispiel noch die andere Idee von Ferrari war folgendes. Die Schaufenster wird natürlich das erste Auto wahrscheinlich verkaufen. Aber danach ist die Werkstatt, die Auto weiterverkauft. Weil du musst immer einen guten Service haben, damit die Auto eine gute Wartung bekommen und dann sind die Kunden zufrieden. Das ist immer das Problem von Maserati gewesen zum Beispiel. Maserati hat nie einen guten Händlernetz gehabt. Ferrari hatte eine kleinere Netz natürlich, weil die Stückzahlen sind wirklich sehr wenig. Aber immer gute Leute. Das war wirklich. Und Sie haben ein Beispiel von Niki. Ja, absoluter Enthusiast. Ja. Und man muss ein Autoliebhaber, ein Enthusiast sein. Ferrari sagt immer, wenn du den Mann findest, dann ist die Hälfte von Arbeit ist schon erledigt worden. Immer zurück zum Thema von der Philosophie von Ferrari. Er hat immer gesagt, wenn wir ein Modell produzieren für einige Jahre und das Modell ist noch gefragt, aber wir sehen, dass es eine kleine Änderung in der Nachfrage von diesem Modell sehen. Wir müssen sofort die Produktion von diesem Modell abstellen und das neue Modell machen, weil damit es Nostalgie von diesem Modell im Rahmen von Kundschaft oder potenzieller Kundschaft bleibt. Und wenn es ein bisschen Nostalgie von einem Modell, der nicht mehr produziert wird, gibt, dann ist der Wert von gebrauchtes Auto steigert. Wie gesagt, sehr einfache Philosophie, sehr naive Philosophie, aber er hatte alle diese Ideen. Heute ist die ganze Welt geändert. Es gibt nichts zu machen. Leider ist es so. Was soll ich sagen? Du siehst heute, die Leute kaufen alle über Amazon. Alle diese Häuser, die haben nie gedacht, dass... Aber die haben auch sehr schnell reagiert und die machen auch Lieferungen Door-to-Door. Ja. Bei Ferrari, damals, wir haben jeden Kunden persönlich kennengelernt. Persönlich in Maranello eingeladen, um die Fabrik zu sehen. Wir haben immer unsere Kunden, unsere Händler gesagt, sie sollen die Fabrik besuchen lassen. Und zwar, sie sollen ihre Kunden einladen, aber sie sollen ihren Kunden sagen, wenn die ein paar Freunde haben, die ein Ferrari kaufen könnten, aber nie ein Ferrari gehabt haben, potenzielle Ferrari-Kunden, sie sollen mitnehmen. Das war unsere einzige Strategie, wenn du willst. Und das hat aber uns die Möglichkeit gegeben,
mit diesen Kunden direkt zu sprechen. Wir hatten natürlich Farbenpalette, alles, aber am besten war in der Fabrik, wir gucken die verschiedenen Farben, wir gucken die verschiedenen Leder. Das war wirklich sehr positiv. Jetzt auch bei uns, Computer. Und du verlierst den Direktkontakt zum Kunden. Ja, dann der Einzige, was bleibt, ist dann die Werkstatt. Die Werkstatt ist immer in jedem Fall das Herz von einem Betrieb. Weil, wie gesagt, die Schaufenster der Verkäufer, die verkaufen das erste Auto. Aber wenn ein Kunde mit dem Service nicht zufrieden ist, was habe ich immer gesagt damals? Wir sollen für die Kunden auch einen Dienst organisieren, um das Auto. Ferrari kann nicht eine Organisation so groß zu haben, dass jede 20 Kilometer gibt es einen Ferrari-Betrieb. Da ist ein Betrieb, hat vielleicht einen Kreis von 300 Kilometern. Man muss sich organisieren, um eventuell die Auto zu Hause vom Kunden zu holen und wieder nach Hause zu bringen. Noch besser, besonders in Ländern wie in Italien, wo die Leute sehr neidig sind. Ein Länder sollte einen Hafen für die Boote, einen Platz haben, damit die Kunden die Auto während der Woche dorthin lassen können. Jemand kümmert sich um die Auto, bewegt die Auto, bla bla bla. Und der Kunde kommt am Wochenende, am Freitag, holt das Auto, lässt sein kleineres Fortbewegungsmittel dort parkiert. Er verwendet den Ferrari für das Wochenende und Sonntagabend bringt das Auto zurück. Ich habe damals immer gesagt, und einige in Rom hatten gemacht. Obwohl, das kann natürlich einige Probleme, aber jemand im Betrieb, auch während der Nacht, sollte man immer haben, weil es gibt, die Autos sind zu wertvoll. Kommen wir zu meiner letzten Frage. Wenn das Rohöl ausgehen sollte und Sie kriegen nochmal 50 Liter Sprit in 50 Liter Benzin, in welchem Auto und auf welcher Strecke würden Sie das verfahren? Nur 50 Liter? Ja. Es muss eine Strecke, die nicht zu lange ist. Also Nordschleife kommt nicht in Frage. Obwohl ich finde, das schönste Rennstrecke der Welt. Ich bin damals auf der Nordschleife gefahren worden mit einem 308. Ich habe die langsame Fahrt gehabt von meinem Leben, weil das Auto war von einem Kunde und ich wollte nie keine Schade, aber die Piste, die Rennstrecke war fantastisch. Ja. Ich würde dorthin fahren. Okay. Nicht in Monza, nicht, aber dort. Ja. Und mit welchem Modell? Muss es ein Formel 1 sein? Nein, kann jeder sein. Nein. Jeder. F40. F40. Ich muss ja auch ganz ehrlich sein, mit einer F40, ich bin in Mugello gefahren, viele Runden. Ich habe nie den 275 GTB4 auf einer Rennstrecke gefahren, nur in Maranello. Okay. Aber es war ein bisschen schwer zu fahren. Als Schönheit für mich war die beste Nachfolger von den GTO. Den 275. Weil den Daytona habe ich nicht so viel gelebt wie den 275. Den Daytona zu fahren war wirklich, da musste wir Popeye sein, weil bei Parkierung besonders, ohne Servolenkung. Hätten Sie eigentlich damals mal gedacht, dass die Ferrari-Preise so explodieren, also dass mal ein 250 GTO für 75 Millionen verkauft wird oder ein F40 dann irgendwann 2,5 Millionen kostet, wie jetzt aktuell? Also war das für Sie irgendwann klar, dass Sie gesagt haben, na, die Preise werden schon nochmal steigen wieder von den Autos? Die Preise, ich glaube, liegen bei dem Ruf von einem Modell und bei der Stückzahl. Zum Beispiel, der Ferrari-Modell, der mehr Wert hat, ist noch den 250 GTO. Warum das?
Man muss daran denken, dass den 250 GTO hat 3 Jahre lang, also 62, 63, 64, die Weltmeisterschaft von Sportauto gewonnen. Und sind ganz lediglich 36 Stück gebaut worden mit dem 3-Liter Motor und 3 Stück noch mit dem 4-Liter Motor. Also der 40 hat zum Beispiel nie Rennen gewonnen, aber der F40 ist auch mit einer größeren Stückzahl gebaut worden, 1401 Einheiten. Aber meiner Meinung nach bedeutet der F40 einen Meilenstein in der Entwicklung von Straßenwagen. Es war das erste Mal, dass ein kleines Konstrukteur diese Carbonfaser, also diese Materialien für einen Straßenwagen verwendet hatte. Bis dato waren nur diese Materialien für Rennwagen oder Flugzeuge gedacht. Danach sind viele andere Autos mit. Zum Beispiel, Sie sehen heute die Pagani, sind alle mit diesen Carbonfaser. Pagani ist auch meiner Meinung nach eine, wie kann man sagen, sehr intelligenter Mann. Er baut wenige Autos. Er braucht nicht zu größere Investitionen, weil die Mechanik kommt von AMG und er macht praktisch nur die Karosserien und die Entwicklung. Aber klar, dass die Entwicklung, wenn die mechanischen Komponenten kommen, dann schon von AMG sind schon getestet worden für mehrmals. Das ist auch meiner Meinung nach eine gute Idee. Kleine Stückzahlen. Also wenn ich Ferrari gewesen wäre, wäre ich noch nicht in größeren Stückzahlen gewesen. 3.000, 4.000 Autos pro Jahr, Maximum. Herr Tazioli, danke für das Gespräch. Es war eine Freude für mich. Es tut mir sehr leid für meine deutsche Sprache, ja, aber schon lange, dass ich wenige Möglichkeit habe, auf Deutsch zu reden. Umso mehr freue ich mich, dass Sie es heute gemacht haben. Dankeschön. Vielen Dank. Das war Carlo Tazioli und vielleicht habt ihr es gemerkt, auch ich habe mir beim Sprechen Mühe gegeben und meine Fragen nicht ganz so runtergenuschelt wie sonst. Danke nochmal, dass ihr dabei wart. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Schöne Zeit, bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de